willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause leckere Tacos mit Hähnchenfüllung und einer Tomatensalsa selber machen könnt. Dafür als erstes das Hähnchenfleisch. Ich habe hier Hähnchenbrustfilet genommen. Einfach in dünne Streifen schneiden, dann auf einen Teller geben. Gewürzt wird das Fleisch mit einem Teelöffel Kumin, einem Teelöffel gemahlenem Koriander, dann einer Prise Salz, einer Prise Pfeffer, dann einen kleinen Schuss Olivenöl und den Saft einer halben Limette. Jetzt alles miteinander vermengen, damit sich alle Gewürze gut verteilen können. Und anschließend mit Frischhaltefolie abdecken und bis zum Anbraten im Kühlschrank ziehen lassen. Für die Tomatensalsa 2 Frühlingszwiebeln in feine Röllchen schneiden, dann eine kleine Jalapeno halbieren, entkernen und anschließend in feine Streifen schneiden, die Tomaten halbieren, dann den Strunk rausschneiden und fein würfeln. Und zum Schluss noch eine gute Handvoll Koriander fein hacken. Alle Zutaten jetzt in eine Schüssel geben, dann eine Knoblauchzehe dazu pressen, außerdem den Saft einer halben Limette dazugeben. Einen Schuss Olivenöl, und eine Prise Pfeffer und Salz. Jetzt mit einem Löffel gut durchrühren. Und danach ebenfalls mit Frischhaltefolie abdecken und im Kühlschrank bis zum Anrichten ziehen lassen. Für die Taco Shells 200 Gramm Maismehl in eine Schüssel sieben, dann noch 100 Gramm Weizenmehl dazu sieben, einen Teelöffel Salz dazugeben, außerdem 2 Esslöffel Pflanzenöl, und jetzt nach und nach heißes Wasser dazugeben und anfangen, den Teig mit den Händen durchzukneten. Dann wieder einen Schluck heißes Wasser dazugeben und weiter kneten. Immer wenn ihr merkt, der Teig ist noch zu trocken, wieder einen Schuss Wasser dazugeben und so lange weiter kneten, bis ein glatter Teig entstanden ist. Der Teig sollte nicht mehr klebrig, aber auch nicht zu fest sein. So ein bisschen die Konsistenz von Knete sollte er haben. Den Teig dann auf der Arbeitsplatte ein bisschen in Form bringen
und dann mit einem Messer in 10 gleich große Stücke schneiden. Jedes Teigstück dann nochmal kurz durchkneten und danach zwischen den Handflächen zu Kugeln formen. Jetzt etwas Maismehl auf die Arbeitsplatte streuen, dann eine Teigkugel darauf geben, etwas platt drücken und von beiden Seiten bemehlen. Und danach mit einem Nudelholz ganz dünn ausrollen. Dabei darauf achten, dass der Teig relativ rund ausgerollt wird. Weil das Ganze jetzt am Rand nicht ganz so schön aussieht, einfach so eine Müsli-Schüssel hernehmen und den Teig damit einmal ausstechen. Die Überreste nicht wegschmeißen, sondern einfach sammeln und später nochmals ausrollen und weitere Taco-Shells daraus machen. Den ausgestochenen Teigkreis jetzt mit einer Gabel mehrmals einstechen. Damit verhindern wir, dass beim Frittieren nachher nicht so viele Luftblasen im Teig entstehen. Und jetzt ungefähr 1 bis 1,5 Liter Pflanzenöl in einem Topf erhitzen. Um zu testen, ob das Öl heiß genug ist, habe ich hier noch etwas Restteig. Sobald es anfängt zu blubbern und Blasen zu werfen, ist das Öl heiß genug. Jetzt nacheinander die vorbereiteten Teigfladen ins heiße Öl geben. Dann warten, bis der Teig an der Öloberfläche schwimmt. Vorsichtig mit der Hilfe von 2 Pfannenwendern einmal drehen. Und jetzt versuchen mit den Pfannenwendern 2 gegenüberliegende Seiten etwas hochzuklappen und so lange weiter frittieren, bis der Teigfladen die Form von alleine hält. Das geht relativ schnell. Insgesamt sollte das ungefähr 1 Minute dauern. Zum Schluss nochmal vorsichtig im Öl wenden und drehen. Dann behutsam anheben, kurz abtropfen lassen und zum Schluss auf Küchenpapier komplett abkühlen und abtropfen lassen. Als nächstes eine Pfanne erhitzen und das Hähnchenfleisch darin ein paar Minuten rundherum braun anbraten. Und dann können wir die Tacos anrichten. Eine Taco-Shell zunächst mit etwas Hähnchenfleisch füllen. Dann etwas Eisbergsalat darauf verteilen. Ein wenig geraspelten Käse. Zwei bis 3 Löffel der Tomatensalsa.
Dann noch 1 bis 2 Teelöffel saure Sahne. Und zum Schluss noch ein klein wenig fein gehackten Koriander. Und danach servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.